Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Visions of Manor. Und wir sollen jetzt zurück nach Verdosruh kehren, nachdem wir jetzt hier mit, ich habe den Namen vergessen tatsächlich. Es ist halt auch schon wieder sage und schreibe 4 Tage her, als ich das letzte Mal dazu kam, Visions of Manor aufzunehmen. Ich spiele es ja nicht privat, ich spiele es ja wirklich halt nur für die Aufnahmen. Und ja, da können dann auch mal aufgrund der Schule, Studiums etc. auch mal ein paar Tage verstreichen. Ja, okay, meine Freunde stehen da hinten noch. Und ich gehe jetzt hier hin. Warte mal, Joe, irgendwas mit J. Dryad, come on! Shake a root! Again, my apologies for the delay. I was considering Verdius's future and consulting with the denizens of the woods and such. Now then, let me see. With this spring breeze, I bid the trees awaken, bloom forth! Huh? Whoa! How unexpected! No flowers on the sleeping trees, but a flower blossoming right out of your head! Ow! Blossoming sproutling Julet. By the grace of the goddess of mana, I name you the Alm of Wood. Ah, this scent is divine! My hibernating friends didn't bloom. I did. A humble custodian like me? An alm? I thought only dormant sproutlings were fated to blossom. Oh, yes, well, you see, I was planning to choose you from the very beginning. That's why I went searching for you. Would you, Julet, be my emissary to the mana tree and fulfill the duty of the Alm of Wood? You got it, Dryad. Oh, but if I'm the Alm of Wood, who will stay to tend and water my sleeping friends? They could brown or shrivel up and wither without proper hydration. I can't leave them alone like that, Dryad. That'd be worse than any disaster that could befall Verdius. Julet? Oh, come to us. We have a message for you. Wait, that's... Julet? What's wrong? I can hear my friends. They want to tell me something. Come on, let's go talk to them. I didn't notice anything, but I guess Julet could hear the voices of his friends. Better stick with him and check this out. Okay, dann checken wir das mal out. Das kam von hier drüben. Julet, you kept us company with your joyful singing. We asked Dryad to choose you as the Alm on our behalf. That monster in mindless woods has been draining us of our mana. We have nothing to spare on our buds. Grapplavine is defeated, but it will take time before we can bloom again. Too much time to avoid the destruction of the burrow. But what will you do without a custodian? You'll dry up. Don't worry about us. Things will work out. Believe in the future of the burrow. We need you to convey the wishes of the sproutlings to the mana tree. But you've all waited so long for the chance to be an alm. I can't take that honor away. Then use this, and together we will see the future flourish. Wowie, the elemental vessel. Dryad Sprig. Oh, dear. So
that's where it went. We forgot to return it before we went to sleep. Sorry. But now that our work here is done, I think it's time to go back to sleep. Enjoy the mana tree, Jule. We'll see each other again. Take the words of encouragement from your countrymen to heart. You're lucky they can see you off on your journey. There was no one left in my hometown of Etern to wish me luck when I left with Val. But maybe, just maybe, there's a chance at bringing some life back to the parish if I complete the alms duty. That's my hope, at least. Morley's right. It would have been nice to leave the veil with everyone's blessing, but sometimes it doesn't work out like that. Everyone at home always told me I wasn't fit to be an alm. But this journey has given me a lot to think about now that I'm here. And this from the person lecturing me about alms and duties just a moment ago. Sounds like the pilgrimage hasn't been easy so far. Thanks for putting up with me earlier. I look forward to our journey together. As short as it is. The mana tree's just over there, after all. Happy to have you, Jule. Jule hat sich der Gruppe angeschlossen. Oh, what are we going to do about the greenery blocking our way out of Vertius? I apologize. That was my doing. I wanted to ensure that the path to the mana tree was protected. I will clear the way. Please give me a moment. Dryades Zweig erhalten. Jule mag manchmal etwas sturköpfig wirken, aber seine unterstützenden Fähigkeiten machen ihn zu einem kostbaren Verbündeten. Er kann lernen, gefallene Kameraden wiederzubeleben und ihre TP wiederherzustellen. Starken Gegnern sollte er jedoch aufgrund seiner geringen Verteidigung besser aus dem Weg gehen. Okay, also ein absolut reiner Support. In Dryades Zweig schlummert die Macht von Dryade, dem Holzelementar. Sie gewährt ihrem Träger die Kontrolle über die belebenden Kräfte der Natur. Mit R2 beschwört die Reliquie des Holzes in einem begrenzten Bereich heilende Energien herauf. Betritt ein Mitstreiter diesen Bereich, werden für eine gewisse Zeit TP kontinuierlich wiederhergestellt. The mana tree is so close now. Though, I shouldn't get ahead of myself. Orin's still out there. Whatever I can do to prepare, I should do it in the burrow. Okay, also das ist auch wirklich dann eine straight Supporter-Reliquie. Wie setzen wir die ein und wem geben wir die? Und warte mal, kann ich jetzt für sie Sachen auch kaufen? Ja, ne? Guck mal hier. Da können wir noch ein bisschen was hüppen lassen hier. Okay, wahrscheinlich Hammer werde ich ihr nicht geben. Hä, was? Diesen Gegenstand kannst du noch nicht kaufen. Okay. Alrighty. Geben wir jetzt auch direkt ihm. Auch direkt diese Reliquie? Mit der Kraft des Holzes gesegnet sind diese flinken Krieger darauf spezialisiert, hochzuspringen und aus der Luft anzugreifen. Schwertmeister können lernen, die Schwachstellen ihrer Feinde auszunutzen. Okay, wäre genauso ein Mithril-Schwert, aber ich würde stärker werden. Im Angriff und in der Magie auf jeden Fall. Sie würde schwächer werden und würde auf die Fächer zurückgreifen. Er würde aufs Katana gehen und deutlich stärker werden. Was wäre bei ihr? Sie würde schwächer werden und würde auf ihre Peitsche zurückgreifen. Ja, und bei ihr wäre es dann halt, dann würde sie auf den Schirm gehen. Aber ich bin echt mal hier gespannt. Bei Morley. Morley, der alte Holzfäller.
Okay, das ist irgendwie cool, das hat was. I'm eager to try out my new skills. Yeah, baby. Yeah. Ja, er hat schon das Beste drin. Achso, Erscheinungsbild. Das finde ich ganz cool hier. So, Reliquie Techniken. Muss ich noch ein bisschen was zuweisen? Genau. Hier fehlt noch was. Schuriken oder Wirbelsturm. Der kommt da rein. Energieball und Mondsichler. Jo. Kriegt er die hier rein? Passt besser. Fähigkeiten haben wir alles gemacht. Obwohl, Zorn des Mondes ist, glaube ich, fehl am Platz. Ja, das ist fehl am Platz. Das haben wir nicht mehr drin. Zorn der Erde, schon Erdangriffen. Ja, machen wir das mal rein. Hä? Ach so, ach, das ist ja Holz, nicht Erde. Stimmt. Windangriffe, ja, wir haben hier diesen einen. Ja, machen wir das. Und dann holen wir Morley wieder ins Team und tatsächlich werde ich auf... Ne, wie wechsle ich in das Team nochmal? Ah, das muss ich dann... Muss ich das dann im... An so einem Speicherpunkt muss ich das machen, oder? Bin ich gerade doof? Ja, ich bin gerade doof. Ich weiß es gerade echt nicht. Untermenü. Auswählen, zurück, Reliquie wechseln. Ach, nee. Ach so, ach genau, das ist dann der schnelle Weg. Wait, hä? Wie mache ich das nochmal? Scheiße. Na gut, Morley, so. Dem werden wir jetzt mal hier seine Holzgeschichte verbessern. Der hat ja auch vieles jetzt angesammelt. Was der Vorteil ist, dass alle gleichzeitig leveln, während man den Charakter auch nicht benutzt. So, was haben wir hier? Das ist einmal, entfessle die Macht der Holzgeister, sobald deine Mana-Leiste voll ist. Erfüllt das gesamte Kampfgebiet mit heilenden Kräften. Er bittet die Kraft der Holzgeister, um den Anwender oder einen Verbündeten vorübergehend vor Schaden zu schützen. Okay, das haben wir. Ihn haben wir soweit gelevelt. Sie ist auch ready gelevelt eigentlich. Ihn haben wir gerade. Bei ihr ist auch alles tutti. Ja. Und Julie haben wir noch nichts gegeben. Jetzt hat er allerdings was Neues bekommen. Eine neue Technik. Oder? Ja genau, Kristallin. Energieball. Er bittet die Kraft der Mondgeister um die kritische Treffer des Anwenders. Nö, machen wir das hier. Nee, wo ist denn das andere? Ne, dann lassen wir das erstmal, obwohl er keinen Mondschaden macht. Ich mache jetzt mal Kristallin rein. Okay, und dann überlege ich mir in der Zeit, wie das nochmal war, sein Team zu switchen. Dryad, we made it! Oh, good! I shall open the path for you. Heave, heave, and a whoosh! There you are! We have come upon the far corner of Milos Woods. Once we get out of here, our goal should be in sight. Excuse me, Sir Soulguard? Beyond these trees is what is known as the Sanctuary of Mana. Unfortunately, only the alms are permitted to enter.
The soul guard cannot go past the entrance. Yeah, I know. Either way, first I have my duty to Hina to fulfill. I will get her core stone back. The merchant sister saw Orin when they were going up the jack tree, right? You're not gonna wait for him here, are you? If only we had an idea of his plans, we could try and head him off. I don't know the fella, but if this Aaron went to the trouble of climbing up to Lucia, he probably wants something from the mana tree, right? Why don't we stick together at least until we reach the entrance? Who knows? Maybe he'll come to you. You're right. Let's forge ahead for now. Oh, do be safe on your travels. Alrighty. Let's go. Das wurmt mich jetzt aber. Ich weiß nicht, wie ich mein Team wechseln kann. There is a barrier around the mana sanctuary. Only alms are able to cross it, I am afraid. What? Really? But what if we get surrounded by monsters and we don't have Val to take them on? Don't worry. No monsters can trespass in the sanctuary. Sounds like Morley did his research. The goddess protects the sanctuary from monsters with that barrier. Milos Woods and the Sanctuary of Mana are all a part of the spirit realm. Or they were at least. The what now? Spirit realm? Well, it's a realm, but for spirits. It's where elementals and sproutlings came from. In the past, it used to be separate from the mortal realm, where humans live. The Mana Goddess used to be able to protect the spirit realm from monsters. But when all the realms merged, that changed. Merged, you say? Yup. Once monsters began to emerge in Milos, the goddess had to create the barrier to protect the sanctuary. It's really strong. Strong enough to protect the goddess in the mana tree. So don't worry. There's no way a silly monster could break through and get us. Oh. Well, okay then. If you're sure. Miloswald. Every place we visit is unique. Under the cliffs was not nearly as unsullied as this climate. We are pretty close to the mana tree. Plus, barely anyone but the convoy of alms ever passes through here. Not people, but it looks like monsters sure do. Tread carefully. Okay, jetzt kann ich vermutlich mein Team wechseln, weil ich ja jetzt wieder Palmina spiele, so wie ich es gewählt hatte. Genau, jetzt kann ich auch noch unten hier durchgehen. Guck mal, zack. Alles klar. Dann werde ich jetzt schweren Herzens Karina rausnehmen. Sie hat die Wasserreliquie, die wirklich fucking stark ist. Was macht denn das mit Morley? Er geht auf den Zauberstab dann. Er wird deutlich stärker und ich glaube, es passt auch besser zu ihm, wenn er die nimmt, die Wasserreliquie. Er lässt zwar alles andere nach, aber ich finde die Erdfähigkeit sowieso ziemlich kacke. Ja, machen wir das so. Würde ich sagen, kann ich ihm sonst noch irgendwie was anpassen? Nee, hier hat er alles Wichtige. Okay, das Erscheinungsbild passt auch. Reliquie hat er die richtige drinnen. Techniken, mir fehlt was. Eissäbel, Druckpunkt, Geisterimpuls, Steinsäbel. Element Erde, Wurfmesser, Schutz, Eis. Er ist voll gepackt mit lauter Säbeln. Juti. So machen wir das, so lassen wir das. Might we exchange these elsewhere?
I will take this. Ja, jetzt wo sie es immer wieder sagt. Might we can It's pulsating with power. exchange this Are you elsewhere? fond of music, Julie? Sure am. I've composed 1,460 original songs to date. 1,460 songs? How bored were you? Ist dann halt immer die Frage, ja, wo treffen wir wieder einen Mausbär. Und das hier sieht aus wie so ein Schrein aus Zelda Echoes of Wisdom. So ein Schnellreisepunkt. So, hier ist eine Truhe. What wondrous where? Let us avail ourselves of this acquisition. Und rein in den Kampf. Bam. En garde. Grow stronger with every battle. I will take this. Wenn du auf die Blumen springst, die Dryades-Zweig erschaffen, kannst du mit ihnen kurze Flugstrecken zurücklegen. Blume lenken und hoher Sprung. Ah, okay. Guide us. Heiliger. Such vigorous vegetation. Might we exchange these elsewhere? Aua. Was für... Yo. Secured. So, hier haben wir nochmal was für... Not to be nosy, but have you Achso, das ist extra Kohle und Erfahrungspunkte. Und rein in den Fight. Was habe ich denn hier nochmal? Ach genau, das habe ich. Zack. Was absolut heftig ist. Und das. Er hat's aber überlebt. Denkst du die halt nicht aus. Truthfully, I am disappointed. Was habe ich da bekommen? Ah, Secured. I have gathered some grizzly syrup. ah, hier ist ein Speicherpunkt. We can be at ease here. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Secured. Hier können wir wieder mit der Pflanze uns irgendwo hinarbeiten. Such vigorous vegetation. Schafft die mich darüber? Might we exchange these elsewhere? Schafft die das? Julie, don't your Nee. feet hurt from walking on this terrain Schafft sie without nicht. shoes? hurt? Why would they hurt? These feet were made for walking. What about you? Don't Aber dafür ist yours da eine, get okay. tired of being crammed in those stiff things all day? I never thought about it like that. Okay, da komme ich nicht durch. Lass mich mal durch. Hier kann ich entlang und hier ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Secured. Dann werde ich aber mich erstmal auf diese Blume begeben. I will take this. Nee, was ist das denn? Das ist auch nochmal was anderes. Das scheint Licht zu sein, oder? Das sieht cool aus. Sieht aus wie so eine... Wie sieht das aus? Sieht geil aus irgendwie. Wie so eine Mischung aus Wolke und Sonne. Ich glaube, mit Dunkelheit und Licht kommen noch mal ein paar geile Reliquien. I have gathered some grizzly syrup. So, das können wir hier auf jeden Fall einsammeln. Assist us. I feel the spirit's fate. Monsters, maintain your focus. So, die kriegen auf jeden Fall hier... Nee, das war falsch. Na komm schon, und... die unterbrechen mich jedes Mal. Komm schon. Es dauert halt unfassbar lange. Okay, darf ich jetzt die Schokolade fressen? Does this help? Kann sie es jetzt bitte machen? Nee, sie macht es einfach nicht. Geht doch. Alter Schwede. Es dauert so unverhältnismäßig lange. Giftige Sümpfe vergiften deine Charaktere und fügen ihnen kontinuierlich Schaden zu, sobald du sie betrittst. Es ist ratsam, einen großen Bogen darum zu machen. Whoa, we're in the middle of a forest.
but it looks like the night sky. Oh, that's right. Not a lot of plants growing down on the surface. They might be pretty, but try not to fall into the poison marshes below. Noted. Then we shall stick to the tree trunks and make ample use of the spirit's power. Tree Trunk. Okay, hier kann ich hin und das werde ich auch einsammeln, was auch immer mir das bringt. Und wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ah. Might we exchange these elsewhere? Okay, also hier kann ich mich jetzt, da muss ich lang. Das heißt, ich werde mich erstmal in diese Richtung hier umsehen. Okay, wieder ein hübsches Blümchen. Vigorous vegetation. Ach, da unten ist auch was. Ah, das hilft mir nicht. Da sollte ich lieber noch nicht hingehen. Das sieht wie nach diesem Licht aus oder so, was man da benutzen kann. Da würde ich nicht zurückkommen. Anscheinend erstmal. I will take this. Und bam. Oh, schon down? Easy. We need to press on. Achso, ich kann noch nicht. Jetzt kann ich. I feel the spirit's favor. I have gathered some grizzly syrup. Hier kann ich rüber. Hier hoch. Secured. Kommt mir so ein bisschen vor wie in so einem alten Tarzan-Spiel. Might we exchange these elsewhere? Eine Mischung aus Avatar und Tarzan. I have high hopes. Sehr schön, hier ist eine Truhe. May the items in I have found something of fantastic value. Dann haben wir hier ein paar Gegner. Ui, die sind neu, ne? Flora Fatale. So, die kann ich hier zuballern, würde ich sagen, mit, sag mal, mit dem hier vielleicht? Ja. Oh, is that all? Secured. I have gathered some grizzly syrup. Gar nicht arrogant gewesen. Ich glaube, ich habe einiges vergessen, oder? Warte mal, ich kann mich nirgendwo anders hinporten. Komme ich noch irgendwie halbwegs zurück? Ich habe nämlich noch hier und da was vergessen. Ah, guck mal, die Truhe sehe ich doch schon. Hoppa. Ich weiß gar nicht, ob ich ins Wasser kann. Habe ich auch vergessen anscheinend. Oh, scheiße. Vergiftet. Komm, das machen wir schnell. Ich würde behaupten, das ist mit Abstand meine Lieblingsult. Die sieht cool aus und die ist unfassbar stark. What wondrous where could this be? So, jetzt hat es nachgelassen, der Status. Oh, doch nicht. Dachte. Aber Val wird das schon überleben. Bin aber guter Dinge. Hoppala. Gotta stay focused. Oder wird er es überleben? Ich weiß es nicht. Das sieht schlecht aus. Junge, das hat den ganz schön erwischt. Jetzt hält er übertrieben lange an. Aber jetzt muss ich ihn mal doch schnell heilen. Jetzt lässt es langsam nach. Come to think of it, there hasn't been an Alm of the Moon for a while now. Yes, I'm the first in many years, thanks to Val and the others. I'm not that up to date on current affairs down below, but I'm sure that wasn't easy. Nicht irgendwo speichern, beziehungsweise ein Speicherpunkt wäre da vorne.
Aber es sieht mir jetzt eher auch erstmal... ja gut, das ist ein kleiner Kampf. Aber seid ihr niemals sicher? Jetzt kann ich es einsetzen. Deswegen werde ich ihnen ein paar Bonbons um die Ohren pfeifen. So. Und Val genauso. So. Passt. Und bam. Was habe ich noch Feines? Ah, genau, den Feuerball. Und nochmal ein Feuerball. Die halten viel aus, okay. So, pass mal auf jetzt. Nice. Och, jetzt ging es daneben, weil er in der Luft war. Sehr schön. Let's keep moving. I have gathered some grizzly syrup. I've got it some grizzly, sir. May the items and I will treasure this. We can be at ease. Ich würde sagen, wir speichern mal, aber wir machen noch mal ein bisschen weiter. I guess. Ja. Nochmal gucken, was hier noch so kommt. I will Ob wir take nochmal ein this. hübsches Video haben, wo man ein bisschen was erfährt. I have gathered some grizzly syrup. Was haben wir hier? Ich kann einen Raketenritt machen. The spirit's strength. Ah nee, ach Quatsch. Oh wow. Das war ja keine... This is beautiful. The way the sun shines upon the verdure looks just like a scene from a fanciful fairy tale. I assume every convoy before us has also marveled at this view. The entrance to the sanctuary is up ahead. Nearly there, folks. Where could Orin be? Hina, I'm coming. Das ist sehr ungünstig gemacht mit dieser Treppe hier. Alles klar. So gehe ich auch jedes Mal die Treppe nach oben. Ganz klar. Jetzt sammeln wir das hier noch ein. Grizzly syrup. Und rein in den Kampf. So, falschen anvisiert. Jetzt den richtigen anvisiert. Und jetzt hoffe ich, dass sie schnell genug ist. Ja. Und zumindest ein paar aus der Luft so. Aua. So, einen haben wir schon mal rausgenommen. Ja, noch gut getroffen. Bam. Erstmal auf den Boden der Tatsachen holen. Jetzt hätte ich fast Morley vermobst, Alter. Hab dich doch schon gesehen, wie du dich hier versteckst, so kleines leuchtendes Ding. Jetzt habe ich auch nicht mitbekommen, was es war. Naja, okay. Aber bei der Truhe werde ich es jetzt mitbekommen. What wondrous where I have found something of Formwandel. Feuert einen Wandel da. Wo finde ich es? Müsste dann ganz oben sein? Nee. Doch. Scharfsinn. Schild und Spiegel, Magie, Formwandel. Ich habe lauter neue Sachen, stimmt. Diamantsplitter. Diamantsplitter. Zersplitterte Diamantsaus auf die Gegner verursachen Erdschaden. Formwandel. Feuert einen Wandelzauber ab und gewährt eine Chance, dass getroffene Gegner eine andere Gestalt annehmen. Brandstifter Kraftrune. Erhöht die Stärke um 10. Das heißt, würde ich jetzt hier Diamantsplitter reinmachen, würde sie schwächer werden. Zaun des Feuers. Alles hat seine Richtigkeit. Ihm habe ich doch Scheiße gegeben, glaube ich, ne? Zaun des Windes war Wirbelsturm. Ne, Shuriken. Dann war es Val. Hä? Druckpunkt. Das benutze ich eh kaum. Dann kriegt er Diamantsplitter. Ah, jetzt muss ich noch zuordnen. Eissäbel, Donner, Heilig, Flamme. Flamme haben wir genug drin. Mit Palmina. Und das sah wirklich sehr schön aus, by the way, mit diesem da.
diese Sonne, die man da vorne sieht, wenn man hier durchkommt. Sieht fantastisch aus. We're here! This is the entrance to the Sanctuary of Mana itself. Finally! I'm a bundle of nerves. Excited, anxious, the works. But I guess the mana tree is gonna have to wait. First, we need to get Hina's core stone. The tree is all the way inside the sanctuary past the gateway, safely tucked away from trespassers and mischief makers. Orin is likely to be loitering in this location. This is our last mission before we reach our journey's end. You said something about a sword being kept here, right? I sure did. Wanna see? It's stuck in a huge rock. You can't miss it. Pforte zum Heiligtum. Okay. I will take this. Das sieht schön aus. Alles schön bewuchert, bewachsen. Nice. Secured. Dann bin ich jetzt gespannt, ob... Finally, we've arrived in the domain of the mana goddess and tree. The sword sticking out of that rock is the legendary mana sword? Orin could be lying in wait. We would do well to search the area for visitors. Ich könnte ja jetzt so fies sein und hier die Folge beenden, weil jetzt wird hier was Großes passieren. Gehe ich ganz stark von aus. Die Sache ist allerdings, ich will selber wissen, was passiert. Alright. Und ich spiele halt dann, wie gesagt, selber nicht weiter. Nehme ich nicht auf, spiele ich nicht weiter. So muss ich schlafen gehen. Genauso wie ihr. Ob hier Orin sein wird, ob wir ihn jetzt zur Rede stellen, ob wir jetzt gegen ihn kämpfen, ob wir das Schwert bekommen. Da oben steht er. Is that? Yup, that's the one and only mana sword. Oh, and a visitor. Orin? Val, I'm sorry. This was the only way I could get my hands on the mana sword. That's why you're here? The sword? That's right. Do you even know the miracles I can perform with this power? I can save Liza, cure her of her cursed petrification. And that's not even the half of it. She's still the Alm of Earth. Until I can release her, she'll never be free. That's why I need the sword. I have to change the world for the better. Get rid of the Alm's sacrifice altogether, so that our loved ones don't have to die to preserve the future for the rest of us. You're saying you sacrificed Hina's life in order to save Liza? We trusted you, Orin. Both of us did. And you betrayed us! As the Soul Guard, you're charged with ensuring the Alms meet their ends by completing the pilgrimage. You were prepared to lose Hina then? I just made her sacrifice come a little earlier than expected. For the sake of the world, you can hate me. I won't blame you. But with my plan, we'll never have to sacrifice another person ever again. Alms will no longer have a reason to exist. We'll be freed from this horrible tradition of loss and regret. Sorry, but I think Orin might be right about this. Hina and other alms before her were denied the life they wanted to live. His words are tempting. Val, you can't... Even so. The alms have never been just a means to an end. Not to me. Their sacrifice has to mean more than that. This world exists because the alms carry with them the hopes and dreams of all those who came before and those who will come after them. I know in my heart that this world is sick. But Hina was never meant to be used as a pawn by anyone. Of course she wasn't. None of us want her life to be lost in vain. There has to be a way to obtain the mana sword without Hina's core stone. Regardless,
This should not be your call. It is pitifully presumptuous of you to assume you know the wishes of all alms, past and present. My Sproutling friends entrusted me with this duty, and I mean to see it through. You don't speak for me, mister. Thanks, everyone. As long as I have friends on this journey who need me, I'll continue to serve them as the Soul Guard. Even if we end our pilgrimage at the Mana Tree, I'm in charge of my own destiny. Hina is my responsibility. You have to return her core stone now, Orin. You can't stop this. Without a core stone, I can't pry the mana sword from this rock. I have to bring back the world of Fadiel for Liza. No. For all of us who don't want to lose the people we hold dear. In the past, there were no alms to sacrifice. Mortals, spirits, Benevodon monsters, even the goddess herself, all lived in the different realms that made up Fadiel. But years ago, the 5 realms were condensed into one. That mangled world was called Kidiel. It's the world that you and I know today. With the power of the Mana Sword, we can return Kidiel to the Fadiel it once was. Split it into a world that doesn't need to have soul offerings. The Mana Sword is right in front of us. They say that only the Chosen One can wield it. If that's the case, then that's just what I'll be. Even if it means betraying my friends, my village, I will have the sword! Orin! What are you doing with Hina's core stone? No, Hina! You're the voice I heard from the megalith, aren't you? Stop it! Hina! Earth shall be first. Earth? Give me that sword! I earned it! Orin! Return Hina's core stone now! You are not even worth the stretch of my sword arm. It can't be. Delophos? After all this time? My. Correct, Sproutling. Your reward is the ruination that awaits you all. Okay, I won't let him! Ach, das war... Ja, sehr schön. Treffe ich ihn? Ja. Treffe ich ihn nochmal? Ja. Alter, okay, okay. Alter, was macht er? Ach so, er wird geheilt. Ach so. Er stand an dem Baum und wird geheilt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Oh, das war dumm, sich da direkt reinzustellen. Ich muss mich heilen. Tu es doch. Palmina. Palmina, das wäre schön, wenn du das tust. Danke. Oh, shit. Wieso macht... So. Perfekt, wieder diese Attacke daneben gehauen. Ich weiß halt auch nicht warum, bei Palmina dauern die Attacken halt mies lange. Aber gleich können wir die Ult einsetzen.
Oh. Heilung. Okay, jetzt muss Val geheilt werden. Habe ich ihn getroffen? Ja. Sehr schön. Und jetzt komm, Ult rein. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen lauter gerade. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. 400. Das tat weh. Alter, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Oh mein Gott. Das wird ein langes Video diesmal. Boah. Oh, okay. Ja, da staunst du, ne? He's far too powerful. There's no way we can win this. All our advances will be futile if our adventure ends here. I'm all for retreating personally. Trent, you're helping us? This land will not be desecrated by the powers of evil on my watch. Never thought I'd see the overseer of the sanctuary intervene like this. Now is the time to withdraw arms. No! I can't just run away! I have to save Hina! I have to get her core stone! Listen, this isn't a fight we can win right now. We have to pull back. Curse it all. Now Hina's core stone is... How did a man like that get trapped outside the sanctuary? For Wheeler Woe, he knows not our whereabouts. Trent's probably keeping him plenty busy. First things first, who is Trent? For that matter, who is De La Who's It? Golly, you don't know anything, do you? I'm not a historian, but I'll summarize what I can. Trent is one of the goddess's emissaries. He watches over the entrance to the sanctuary to keep the people who aren't supposed to be in there out. I guess you could call him a neutral overseer. His job is to protect the goddess, but he's not exactly one to stick his leaves into the business of the alms who come his way. We're lucky we got him in a good mood, or we'd be goners. As for the gentleman who is sealed away in the rock, his name is Delafos. Long ago he tried, and failed to overthrow the mana goddess herself. Inconceivable! Unfortunately, it looks like that long nap didn't change his mind about revenge either. Overthrow the goddess? But why would he do that? Don't ask me. We weren't friends or anything. When Delafos was defeated the first time, his powers splintered, scattering all across the mortal realm. Lost to time and memory. You're saying that the form we just fought wasn't even close to his true strength. That's about the gist of it. If you ask me, Delafos is gonna need to find the rest of his fragmented power before he does anything else. This complicates our current mission considerably. Given your age, I am fascinated by the breadth of your familiarity with history, Jule. I love to learn myself, but I have not heard half the stories you have related to us.
My age? Oh, right. I keep forgetting how little you know about spirit folk. Sproutlings have a very, very long lifespan. That guy from before, Orin, was it? He mentioned something about Key and Fadiel, right? When I first sprouted, the world was called Fadiel. I know what I say sometimes sounds like ancient folklore, but it really was the world I grew up in. You mean to tell me you're actually an old man? Huh. The fact that I'm older than I look is your takeaway from all that? I'm only 17. Should I be, I don't know, more respectful? Sir? Nah, there's no need to get stuffy on me now, sonny. More importantly, we gotta do something about Delafos. And soon. The places where his divided power is being kept are the exact same ones where the Benevodons are locked away. Benevodons? Yup. Delafos will have to release the seals to take back his power, which, lucky us, means the monsters can break loose. There must be some mistake. I have read the old texts, and the Benevodons were felled by the legendary sword of the ancient hero Delafos. The goddess bequeathed her blade to her champion to aid him in his adventure. It is an epic tale passed down through the generations in prose and performance alike. Golly, they made plays? Mortals sure do like to talk about things they don't understand. Then, do you think the story's gotten warped over the years? Well, it is true that Delafos was sent to destroy the Benevodons. So wait, what's the problem? If both Palomina and Jule's accounts are to be believed, then Delafos must be planning to revive his once defeated foes, using those great monsters to visit his wrath upon the Mana Goddess. If he's as stubborn as I remember, that's exactly what Delafos wants. Resurrecting the Benevodons will throw the whole world out of whack. Even completing our pilgrimage wouldn't be enough to balance things out. Getting Hina's core stone from Orin is one thing. How are we supposed to take it from an ancient hero? Right now, we're the only ones who know that Delafos is back. There's no one else we can turn to. So you do intend to go after him? I don't care if he's some legendary champion. He still took Hina's core stone, and I won't let him get away with it. I'll go with you. It's way too late to turn back now anyway. Plus, I don't think my friends back in the burrow would want me to abandon the rest of the alms to go to the Mana Tree on my own. It was never my intention to stay behind. The more of us stand against the enemy, the easier the fight will be. You'll need backup. As a former dignitary, I cannot condone an individual such as Delafos destroying any domain, no matter how diminutive. Delafos got the drop on us last time. Without the element of surprise, we can take him. And Hina's core stone, for that matter. Now that that's settled, what's next? Let's not go back to the sanctuary yet. I think that tree guy might be mad at us for the mess we left behind. Delafos said something about Earth after he woke up, right? Do you think he meant Guju? Well, yeah. The Benevodons are sealed away near where each alm is chosen for the pilgrimage, of course. But Liza and Watts are still in the area. We have to get back to Guju. I'm worried for Liza's safety. And Watts too, for that matter. We gotta hurry. And first things first, we gotta make sure we're battle ready. I'm not letting Delafos make off with Hina's core stone again. Ja, meine Fresse. Da ist ja viel passiert jetzt. Heiliger. Und ein komplett neuer Endboss. Also es ist nicht Orin anscheinend, sondern wird dieser Delafos. Wow. Mal gucken, was so kommt. Und ja. Ich weiß nicht, ja, entweder habe ich die Gründe des Ach ja gut, die Gründe des Delafos, er will diese
Königin stürzen und sowas. Oren hat jetzt halt Hinas Seelenkristall gebraucht, um dieses Schwert rausholen zu können, also sozusagen Hinas Seele opfern, um Lysas Seele retten zu können mit dem Schwert, um alles wieder rückgängig zu machen. Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und bis jetzt hat Oren eigentlich nur Scheiße gebaut. Ja. Dann speichere ich an der Stelle und beende auch diese Folge. Ist eine längere Folge. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben sehr viel erfahren. War jetzt kein super Mindfuck in dem Moment, aber doch nochmal eine coole Wendung, dass Oren nicht der Endgegner sozusagen sein wird und dieses Schwert da rauszieht und dadurch dann stärker ist und wir gegen ihn kämpfen müssen, sondern dass dann nochmal eine andere Gefahr gelauert hat. Finde ich ganz nett, solche Wendungen. Und dann wünsche ich den schönsten aller Tage und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge.